Heute feiert der Spielzeugklassiker seinen zweiten Geburtstag. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen alten und neuen Zusehern, Abonnenten und Kommentarschreibern. Und wie bei jedem Jubiläum gibt es auch heute wieder einen Blick hinter die Kulissen. Vor genau 2 Jahren, am 2. Februar 2024 um 19 Uhr, habe ich die erste Folge auf meinem Kanal online gestellt. Herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag! Genau heute vor 50 Jahren, am 2. Februar 1974, wurde Playmobil das erste Mal öffentlich vorgestellt. Seither gibt es jeden Freitag mehr oder weniger pünktlich um 19 Uhr eine neue Folge über das heißgeliebte Spielzeug unserer Kindertage. Zuerst haben wir uns 2024 ein Jahr lang mit Playmobil beschäftigt, das zweite Jahr war dann Lego gewidmet. Ich habe alle Spielwelten in genauer zeitlicher Abfolge vorgestellt und in der Videobeschreibung habe ich alle Sets mit Artikelnummer und Erscheinungsjahr aufgelistet. Ihr könnt euch in den Videos gut orientieren und sie als Online-Ausstellung, als Lexikon oder einfach zum Stöbern, Entdecken und Vergleichen verwenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen alten und neuen Zusehern, Abonnenten und Kommentarschreibern, die mich 2 Jahre lang treu unterstützt haben. Besonders herzlich möchte ich mich bei meiner Top-Kommentatorin Rosa aus der besonders aktiven spanischen Playmobil-Fangemeinde bedanken, die 2 Jahre lang jeden einzelnen Beitrag nett kommentiert hat, auch wenn jetzt vielleicht Lego nicht ganz ihre Welt ist. Genauso blickt Matthias immer großzügig über den Tellerrand seiner großartigen Märklin-Modelleisenbahnsammlung hinaus und ist auf meinem Kanal immer der Erste, der einen Kommentar hinterlässt. Matthias ist einer meiner vielen befreundeten Kanäle, genauso wie Christian, der gerade erst einen brandneuen Lego-Kanal über den klassischen Futuron- und Blacktron-Weltraum der 80er Jahre gegründet hat. Damit schließt er genau an meine Folgen vom ersten klassischen Lego-Weltraum von 78 bis 81 an. Ihr habt ihn vielleicht noch nicht gesehen, schaut bei seinem Kanal vorbei und lasst ein Abo dort. Weitere befreundete Kanäle sind Andi mit seinem Schatzsucherinstinkt auf vielen Flohmärkten, mit seinen wunderbaren Bauideen und mit seinem sympathischen Präsentationsstil. Und Teura Custom mit ihren vielen stimmungsvollen Dioramen, die sie mit bewunderswertem Geschmack aus vielen Spielwelten zusammenstellt. Daneben dürfen wir auch nicht Nolan und Jordi aus Spanien und Playmo Punto aus Argentinien vergessen. Der am besten gemachte Kanal, den ich kenne, ist Keksi. In seinen Videos über die Lego-Eisenbahn steckt unglaublich viel Arbeit. Sie sind alle perfekt durchgestaltet. Lasst euch nicht von der englischen Sprache abschrecken, beim Zahnrad könnt ihr den Audiotrack gut auf Deutsch einstellen. Jetzt bei Lego gibt es wieder viele neue, treue Zuseher und Teilnehmer an den Live-Premieren, wie zum Beispiel Roland, Titus, Abgekippt und Ansomail, um nur einige zu nennen. Jedes Monat schließen sich bei meinem Kanal ungefähr 60 neue Abonnenten an. Ich möchte jedem Einzelnen dafür ganz herzlich danken. Ihr habt euch immer wieder in den Kommentaren eine Führung durch meine Sammlung gewünscht, das ist aber zurzeit wegen den Dreharbeiten an meinen Videos nicht möglich. Ich habe mir 2019 den seltenen Traum von einem Hobbyraum erfüllt, in dem ich meine Sammlungen unterbringen kann. Die Lagerung meiner vielen Sets in verschlossenen Kartons im Keller oder am Dachboden hat mich nie überzeugt, auch wenn die Kartons gut geordnet waren und schnell herausgenommen und aufgebaut werden konnten. Ich wollte immer alles griffbereit und übersichtlich haben.
Deshalb habe ich mir vor 6 Jahren einen 24 Quadratmeter großen Hobbyraum mit Vitrinenschränken eingerichtet. Die billigsten Vitrinen, die ich gefunden habe, waren die IKEA Oxberg Glastüren um 45 € das Stück. Sie sind nur 2 Meter hoch und ich musste oben noch mit 2 Dübeln eine 40 Zentimeter hohe Verlängerung aufstecken, damit ich die Raumhöhe ausnützen kann. 2 Türen sind nur 80 Zentimeter breit. Bei einem Schrank habe ich sie links und rechts mit einer 10 Zentimeter breiten Leiste verbreitert. Das muss man alles stabil zusammenschrauben, aber es ist möglich. Die zu den Glastüren passenden Billy-Schränke sind wegen ihrer kleinen Tiefe von höchstens 40 cm für größere Sammlungen ungeeignet. Deshalb habe ich mir die Seitenteile, die Zwischensäulen und die Regalböden beim Baumarkt aus weißen, 2 cm dicken Dekorplatten ausschneiden lassen. Ich habe sie alle stabil verschraubt, sie sind meist nicht höhenverstellbar, deshalb habe ich bei der Planung die Fächer genau auf die Modelle abgestimmt, die ich unterbringen wollte. An den Seiten der Regalböden habe ich eine Nut eingeschnitten, in der ich eine Stromleitung für die 1 Watt LED-Vitrinenleuchten durchgezogen habe. An den Kanten habe ich die üblichen Umleimer aufgebügelt. Die kleinsten Vitrinenfächer haben eine Grundfläche von 60 x 80 cm, wo bequem 6 Lego-Straßenplatten hineingehen. Die größten Regalböden haben eine Tiefe von 1,20 Meter, in den Eckteilen haben die größten Dioramen Platz. In den Fächern habe ich die verschiedenen Spielthemen eingeordnet. Die ersten Ausgaben von Playmobil aus dem Jahr 1974 haben mit ihrer urtümlichen Form einen besonderen Reiz. Sie sind wie aus einer anderen Welt genommen. Die Entwicklung der Fahrzeuge über die vielen Jahre und Spielwelten ist ein besonders interessantes Thema. Von den ersten Lastwagen von 75 mit den alten Plastikreifen über die zeitlosen Delta-Design-Modelle von 78, das Auflassen der Metallachsen in den 90er Jahren und die Einführung der großartigen RC-Fernsteuerung 2001. Die riesengroße Colorwelt ist ein großes Abenteuer für jeden Sammler und eine Herausforderung beim Zusammentragen und Restaurieren. Alle Teile müssen mit größter Vorsicht behandelt werden. Die bunte, vielseitige Westernstadt mit den modularen Westernhäusern von 75 waren die ersten Gebäude, die Playmobil herausgebracht hat. Im Herbst 77 gab es dann die legendäre Burg mit den Fachwerkhäusern, die noch bis heute im Direktverkauf erhältlich sind. 78 kamen eine ganze Reihe neuer, legendärer Spielwelten heraus. Die kleine, aber feine Piratenwelt mit dem Piratenschiff, das mit über 16 Millionen verkauften Packungen das erfolgreichste Playmobil-Set ist. 78 gab es auch die neuen, modernen, schwimmfähigen Boote, bereits mit dem noch heute erhältlichen Unterwassermotor. Es begann die wunderbare Zirkuswelt mit den Artisten und exotischen Tieren, die in den verschiedenen Jahren immer wieder erneuert wurde. Und der Bauernhof mit den Gebäuden, Traktor, Maschinen und später kam der Ponyhof und das Pferdehof-Thema dazu. 1980 startete die legendäre elektrische 16 Volt LGB-Eisenbahn mit den wunderbaren Modellen und Spielmöglichkeiten. Es gab die Safari-Welt mit der Expedition Ngorongoro, die ein Hauch exotisches Abenteuer ins Kinderzimmer brachte. Der Playmo-Space-Weltraum kam dann erst im folgenden Jahr 81 heraus mit den zeitlos klassischen Sets und den vielen neuen Wellen bis 2018.
1987 gab es die legendäre neue Westernwelt von Colorado Springs mit den erneuerten Stecksystemgebäuden und der neuen elektrischen Westernlokomotive Steaming Mary. 1989 begann die historische Spielwelt 1900, die heute als Puppenhaus-Serie bekannt ist. 1993 wurde die Burg und Ritterwelt erneuert, eine der letzten Spielwelten, die noch vollständig vom Playmobil-Erfinder Hans Beck gestaltet wurde. 1997 beginnt dann das System X, mit dem man wunderschön kreativ und ohne Begrenzungen riesige Häuser und Städte bauen kann. Zu allen Spielthemen. Dazu gab es dann auch noch die erneuerte ferngesteuerte RC-Eisenbahn. 1997 kam das Märchenschloss im System X heraus. Es war meine Playmobil-Folge mit den wenigsten Aufrufen, aber immer noch 3-mal so viele wie heute bei einer normalen Lego-Folge. Für meine Übersichtsvideos habe ich die Sets aus den Vitrinen herausgenommen und je nach Thema immer wieder neu zusammengestellt. Dabei möchte ich die klassischen Playmobil-Spielwelten Baustelle, Polizei, Feuerwehr und Rettung erwähnen, die ich eigentlich gar nicht geplant hatte. Ihr habt sie euch in den Kommentaren damals gewünscht und diese Videos haben dann mit 30.000 bis 70.000 die meisten Aufrufe bekommen, was mich bis heute noch sehr stolz macht. Mit meinem Kanal wollte ich euch eigentlich nur einige Spielwelten aus meiner Sammlung zeigen. Aber wegen dem großen Erfolg habe ich immer weitere neue Sets in meine Sammlung hereingeholt. Ich habe die Videos als Gelegenheit genützt, mich mit neuen Themen zu beschäftigen und neue Sammelgebiete aufzubauen. Für diese faszinierenden neuen Spielwelten muss ich erst noch einen geeigneten Platz in meinen Vitrinen finden und weniger interessante überschüssige Teile müssen dafür weichen. Wenn ich den Kanal abgeschlossen habe, werde ich wahrscheinlich noch 2 Jahre zum Ordnen, Sortieren und Verkaufen brauchen. Inzwischen habe ich für die Kartons mitten im Raum ein verschiebbares Regal auf Rädern aufgebaut. Die Spielwelten für die Videos baue ich auf einem 2,5 Meter breiten Tisch auf, den ich nach Bedarf zusammenstellen kann. Für die laufenden Projekte habe ich viele alte Sets geplündert, wenn ich Teile für neue Modelle gebraucht habe. Daneben habe ich einen Arbeitsplatz, wo ich die laufenden Projekte aufbaue und schon die nächsten Folgen vorbereite. Und ich muss die fehlenden Bausteine immer wieder bei Gelegenheit nachkaufen. Die verschiedenen Stapel mit Lagerboxen kann ich auf Rollbrettern verschieben. Die Vitrinenfächer muss ich erst alle wieder neu ordnen und einrichten. Für die neuen Projekte habe ich mir von den alten Sets viele Steine ausgeliehen, die ich erst wieder ergänzen muss. Die Vitrinentüren für diese kleinen alten Regale habe ich mir selbst aus Holzleisten und Plastikglas zusammengebaut. Und die neu dazugekommenen Sets, die wir uns in den letzten 6 Monaten gemeinsam aufgebaut haben, stapeln sich in den Obstkisten. Die legendäre Piratenwelt wird in 2 Wochen das nächste Thema werden. Die alten Zellulose-Acetat-Lego-Modelle der 50er Jahre faszinieren mich ganz besonders. Hier seht ihr eine Zusammenstellung von Feuerwehrautos, die ich euch später noch gerne zeigen werde. Auf der rechten Seite stehen die Minifiguren. In diesen Fächern unten standen die Burgen, die ich jetzt für die aktuellen Videos hervorgeholt habe. Wie ihr seht, sind wegen den Dreharbeiten die Vitrinen zurzeit nicht erreichbar und man kann sie nicht besichtigen. Ich werde euch aber alles in den Videos zeigen. Auf der linken Seite habe ich im Schrank die Star Wars und Harry Potter Sets. Ich werde euch Schritt für Schritt von meinen Ideen,
Plänen und von meinem Scheitern erzählen. Und wir schauen uns den aktuellen Stand dieser Themenwelten an. Bei diesem Einblick hinter die Kulissen habt ihr gesehen, dass ich zurzeit jede Minute in die Videos stecke und überhaupt keine Zeit habe, die Sets wieder zu verräumen und richtig einzuordnen. Deshalb warte ich schon darauf, dass ich den Kanal beenden kann und endlich wieder Ruhe und Zeit für meine Sammlung habe. Wenn ich euch alles von Lego gezeigt habe, dann kommt in einigen Monaten noch Fischertechnik als drittes klassisches Systemspielzeug der 80er Jahre dran, das in unserer Zeit damals in keinem Kinderzimmer fehlen durfte. Das ist dann das letzte Systemspielzeug, das ich auf meinem Kanal plane. Dann schließe ich noch einige Folgen Modellbau an, wo ich euch schon einige Sachen gezeigt habe. Die vielen Zuseher aus anderen Sammelgebieten machen mir Mut, vor dem Abschluss meines Kanals vielleicht noch einen Einblick in andere übliche Sammelgebiete zu geben, die nichts mit Spielzeug zu tun haben. Wir haben uns schon einmal über Briefmarken unterhalten. Heute werden nur noch wenige verwendet, aber tatsächlich bekomme ich sehr viele auf den Paketen. Die ungestempelten Briefmarken behalten nämlich unbegrenzt ihren Wert, deshalb kleben viele Sammler ihre überzähligen Sammelstücke als Porto auf die Pakete. Ich sammle natürlich nicht mehr wie als Kind die Briefmarken von meiner täglichen Post, aber ich habe doch einige besondere Sammelgebiete beibehalten. So mache ich jährlich mit der Dauerserie weiter, die in meinem Geburtsjahr begonnen hat und voriges Jahr in die 51. Ausgabe gegangen ist. Besonders beeindrucken mich auch die österreichischen Briefmarkeninnovationen auf sehr unkonventionellen Materialien, sehr viele davon rekordverdächtig. Bei den Münzen kann ich euch einige Themengebiete von den ältesten bis zu den neuesten Münzen zeigen. Ich kann euch einige Einblicke und Ideen in Themen, Aufbau, Verwaltung und Gestaltung von Sammlungen im Allgemeinen geben. Mit dieser kleinen Vorschau auf meine großen Pläne schließen wir das heutige Geburtstagsvideo ab. Ich bedanke mich bei euch allen noch ganz herzlich, dass ihr meinen Kanal so treu unterstützt und mit euren Kommentaren und euren Aufrufen zu dem gemacht habt, was er heute ist. Vielen Dank euch allen und wir können mit viel Schwung in das 3. Jahr dieses kleinen Kanals starten. Auf Wiedersehen!